Mir war das damals so unvorstellbar, dass man das im Frauenfußball irgendwie erreichen kann. Dann gehen diese Bilder um die Welt. Aber natürlich sind das Momente, die man mitnimmt, glaube ich, fürs Leben und die nicht sehr viele erleben können. Jetzt selber da oben zu stehen, das ist schon Wahnsinn. Und vor allem dann dieses Jahr mit 2 Titeln, da ist man schon stolz, das muss man schon sagen. Wir haben die ganze Saison hinweg immer Druck. Also bei Bayern hast du einfach Druck und du musst einfach immer liefern und Leistung bringen. Klar, du hast jetzt vielleicht viele Feiern innerhalb von ein paar Wochen. Davor hattest du aber 9 Monate, wo du, keine Ahnung, ich glaube, wir hatten irgendwie einen Mannschaftsabend, den wir mal hatten. Wir haben ja nicht dieses, oh, jetzt gehen wir mal am Wochenende feiern, sondern die meiste Zeit waren auch englische Wochen. Du hattest immer wieder das neue Spiel vor der Brust. Wir wollen gewinnen. Ich glaube, das liegt so ein bisschen in unserer DNA, dass wir ja, erfolgreich sein wollen. Deswegen ist es umso schöner. Und jetzt nach der Saison würde ich auch ganz klar sagen, ja, es wäre zu wenig gewesen mit nur einem Titel. Unser letztes Spiel, da waren wir Gott sei Dank schon Meisterin. Ich glaube, das hätte schon auch einen kleinen Dämpfer gegeben, wenn man das jetzt verloren hätte. Von daher war uns das wichtig. Ich glaube, da ist unsere Mannschaft echt gut da drin, dass wir einfach auch so eine gewisse intrinsische Motivation haben, dass wir die Saison gut abschließen wollen und dass wir jetzt die ganze Rückrunde einfach unbesiegt bleiben wollten. Und ich finde, das können wir ganz gut, dass wir dann wirklich immer abliefern, auch wenn jetzt vielleicht nicht mehr der ganz große Druck da ist. Und das war jetzt auch gegen Essen so. Man kann immer zufrieden sein, wenn man Meister wird, weil das ist definitiv der schwierigste Titel, wo du die längste Ausdauer für brauchst. Wir haben uns unfassbar auf das Spiel gefreut. Nicht nur für uns, sondern auch für die Fans. Und ja, schön, dass es dann auch geklappt hat. Von dem her war es eine besondere Saison für uns und dass wir national da jetzt alle Titel gewinnen konnten. Ja, das ist schon, wenn man so ein bisschen zurückblickt, schon echt was Besonderes und kann einen sehr stolz machen. Es macht einfach Spaß, also vor allem, wenn du Leute um dich hast, ja, die du gerne magst, mit denen du gerne Zeit verbringst. Man fühlt sich als Teil des Ganzen und da ist man schon stolz, das muss man schon sagen. Hallo Hamid. Schlecht geht's mir, Hamid. Danke. So schlecht, weil ich so viel gegessen habe. Ja, es waren sehr viele Feiern die letzten Wochen. Aber komischerweise sind wir auch noch nicht feiermüde. Ihr dürft es einmal schon miterleben mit den Männern, einmal ohne und jetzt wieder mit den Männern. Das ist ein extrem schöner Abschluss. Einfach, dass man mal gemeinsam auch mit den Männern in so einem Rahmen ein bisschen feiern kann. Das hatten wir so noch nie, das hatte ich so noch nie. Yeah, for this time. For this time, maybe he comes back. But all the best to you. So much he comes back. I know so. Yeah, you will miss Munich and miss you all. Ich meine, das ist ja bekannt, dieser Rathausgang von den Männern mit dann ja, hoffentlich ein paar Titeln, die das dann gemeinsam mit den Fans feiern. Das habe ich auch vorher schon im Fernsehen gesehen. Also mehr Demonstrationen, wer die Nummer 1 im deutschen Fußball ist, braucht immer. Gratulation.
beide Mannschaften vereint, im Erfolg vereint. So stellen wir uns den FC Bayern vor. Und wenn ihr, liebe Spielerinnen und Spieler, jetzt dann gleich auf den Balkon geht, in Tracht, dann gehen diese Bilder um die Welt. Und diese Bilder bewegen und dann wird die ganze Welt sehen, wie einzigartig und wie großartig dieser Verein, dieser FC Bayern ist. Mir war das damals so unvorstellbar, dass man das im Frauenfußball irgendwie erreichen kann, weil es gab ja keine Sichtbarkeit für den Frauenfußball, als ich klein war. Aber natürlich sind das Momente, die man mitnimmt, glaube ich, fürs Leben und die nicht sehr viele erleben können. Schnell, Tuba muss nach vorne. Sid, wir müssen raus. Du wartest ja die meiste Zeit nur, wann ist dein Moment, wo du rausgehst. Ja. Man fühlt sich als Teil des Ganzen und ja, ich hatte schon das Gefühl, dass wir das gemeinsam als Verein gefeiert haben. Man ist ja erstmal immer ein bisschen von den Menschen erschlagen, weil ja wirklich, du guckst runter und ja, der ganze Rathausplatz und auch so die Teile von der Seitenstraße, die man sieht, die sind ja wirklich voll. Das ist schon immer sehr besonders, weil wir das halt eben nicht oft haben. Ein Verein und wenn dann beide irgendwie so die Meisterschale da oben hochhalten können, ist was Besonderes. Und irgendwie ist es ja auch was Schönes, dass wir den Fans so irgendwie was zurückgeben können, weil die unterstützen uns irgendwie so das ganze Jahr lang und dann haben wir noch mal einmal gemeinsam diesen Abschluss am Balkon. Und ich glaube, so ehrlich muss man auch sein, ich glaube, durch die Männer sind dann auch ein bisschen mehr Zuschauer vor Ort, was das Ganze ja noch schöner macht. Von dem her war es jetzt das 3. Mal, dass ich da oben stand, aber es kann gerne noch öfter passieren. Unfassbar gute Stimmung. Ja, war cool. Die sind alle extrem offen und echt coole Typen. Von dem her, wir verstehen uns da gut und ich glaube, es war ein guter Rahmen, um da einfach auch ein bisschen ausgelassener feiern zu können. Wenn man jetzt an so einem Urlaubsort ist, da merkt man schon, oh ja, so langsam wird es Zeit. Gerade nach so einer langen und intensiven Saison freut man sich ja dann schon noch auf Urlaub. Kommt einfach sowas übermerkt, cool. Ja, es ist ja, läuft ein bisschen anders als die letzten Jahre. Oh, das ist Strike! Du hast schon während einer Saison mega viel Druck, weil du ja auch ein Stück weit abliefern musst, Erwartungen erfüllen musst. Und dieses Turnier gibt uns jetzt die Chance, sich so in den Hintergrund zu stellen und einfach ein bisschen Fußball zu spielen, zu kicken und einfach die Momente mit der gesamten Mannschaft genießen. Ja, ich glaube, wenn du Profisportler, Sportlerin bist, hast du ja immer irgendwie einen gewissen Ehrgeiz. Uns war ganz wichtig, dass wir in den Spielen definitiv fokussiert sind. Wir sind jetzt nicht hier, um rumzueiern und, keine Ahnung, uns abschießen zu lassen. Aber wir wollten schon auch Spaß und gute Laune mit reinbringen. Es ist weniger Druck hier, sondern es ist eher so diese intrinsische Motivation und irgendwie so wie früher einfach, du spielst Fußball, um Spaß zu haben
Und ich spiele 7 gegen 7, so wie früher auch, mit Freunden auf der Straße oder am Feld nebenan. Und von dem her genießen wir das einfach, aber erfolgreich wollen wir ja trotzdem sein. Deswegen war schon klar, wenn wir hier antreten, dann wollen wir natürlich auch um den Titel mitspielen, das ist ganz klar. Und dann kommt endlich die verdiente Sommerpause. What a great way to bow out. What a great way. What we did good at the last years is lifting trophies. Yeah! Now we're gonna do it one more time. Da bin ich auch ehrlich, ich freue mich jetzt auch drauf, dass ich dann nächste Woche hoffentlich mit einem leckeren Getränk am Strand liegen kann. Ich glaube, dass es dann auch einfach wichtig ist, dass man wirklich versucht, schnellstmöglich abzuschalten, weil das ist tatsächlich nicht so leicht. Wenn du über mehrere Monate so unter Spannung stehst, da kannst du nicht einfach einen Schalter umlegen und sagen, so, und jetzt lasse ich nur noch die Seele baumeln. Da muss man dann schon auch erstmal in den Urlaubsmodus reinkommen, so blöd sich das anhört, aber ja doch, ein bisschen Ruhe, ein bisschen Zeit für mich, da freue ich mich schon noch drauf. Erstmal Pause und dann freue ich mich aber schon wieder mit Bayern richtig durchzustarten.